Hallihallo und herzlich willkommen zu Vlogmas. Wir haben heute Montag und ich habe gerade Feierabend gemacht und wie man sehen kann, ist es schon dunkel. Generell war heute sowieso so ein richtig trüber, regnerischer Tag und es wurde gar nicht so richtig hell, hatte ich das Gefühl. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich muss aber kurz vorher noch mal zum Lidl, weil ich hatte bei Lidl was geholt, so einen Stern, den ich gerne aufhängen wollte am Fenster, aber der ist einfach viel zu groß und deswegen bringe ich den jetzt zurück. Und ich hatte gesehen, es gab da auch noch so kleinere Sterne in Rot und die will ich jetzt auf jeden Fall holen. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, wo ich jetzt das filme. Ja. Ist egal. Ihr könnt mich ja hören. Und ja, und danach werden wir zu Hause. Es war ja Black Friday und ihr wisst ja, ich habe ja dieses Jahr Black Friday ordentlich geshoppt. Ich habe mir ja auch ein neues MacBook gegönnt. Das hatte ich ja in meinem letzten Vlog euch ja gezeigt. Und wir haben noch was gekauft und zwar haben wir uns einen Saugwischroboter gegönnt. Ich habe mir 1000 Wischroboter angeschaut, gefühlt, verglichen, Tests angeschaut und bin dann jetzt bei einem stehen geblieben. Der war auch richtig, richtig teuer oder ist richtig teuer. Ich glaube, das ist der teuerste, den es aktuell gibt, aber halt auch der beste. Und ich habe jetzt den bestellt, weil der dann nochmal durch Black Friday irgendwie 600 € reduziert war oder 500 waren es. Auf jeden Fall haben wir jetzt den bestellt, der ist jetzt heute angekommen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das ist alles nicht so kompliziert zum Einrichten. Und ja, und ich freue mich. Vor allem, der kommt halt auch unter mein Sofa und da macht endlich mal jemand unter dem Sofa auch sauber, weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich versuche da immer so drunter zu saugen, aber es ist immer ein bisschen umständlicher. So, ein langer Tag geht zu Ende. Der Saugroboter ist eingerichtet. Er hat jetzt hier schon einmal durchgesaugt. Das ist gerade alles noch so ein bisschen aufregend für mich. Aber ich glaube, ich finde es ganz cool. Am Anfang war ich skeptisch, aber ich glaube, das könnte doch eine Erleichterung sein. Jetzt natürlich, aktuell bin ich dem Roboter jetzt gefühlt die ganze Zeit noch hinterhergelaufen, habe halt geguckt, was er macht und dieses. Aber ich glaube, wenn ich dann wenn das dann, sag ich mal, Alltag ist oder Normalität, dann, weiß nicht, mache ich das einfach an, wenn ich mal bei der Arbeit bin oder was auch immer. Aber jetzt muss ich mich erstmal fertig machen. Ich bin so müde und ich will mich abschminken und that's it. So, wir haben den nächsten Tag und ich bin gerade auf dem Weg in die Stadt. Ich habe heute gearbeitet, habe auch schon heute Morgen fleißig joggen und nun treffe ich noch meine Mama. Ich freue mich sehr, sie zu sehen. Sie hatte jetzt ihre zweite Linsen-OP, die ist sehr gut verlaufen und ja, sie braucht keine Brille mehr. Was für ein Segen. Ich freue mich sehr für sie und ich freue mich, sie zu sehen. Und ansonsten bin ich ja gerade auch wieder fleißig am Sachen verändern, renovieren.
Ich habe heute noch mal eine große Bestellung aufgegeben, weil ich auch noch mal meinen Homeoffice-Platz umgestalten werde. Ich hatte ja letzte Woche diesen schlimmen Rückenvorfall und ich glaube, es wird Zeit für einen höhenverstellbaren Schreibtisch, weil immer dieses Sitzen die ganze Zeit, das tut meinem Rücken, glaube ich, nicht so gut, obwohl ich ja viel Sport mache und alles. Aber ja, aber das erzähle ich euch nachher noch mal in Ruhe. So, wir haben den nächsten Tag und was ich nämlich hier machen will, ich möchte alle diese Knöpfe hier schwarz einfärben. Ich habe jetzt mehrmals geschaut, ob es solche gibt zu bestellen, aber ich finde nicht die Größe. Und deswegen habe ich mir jetzt schwarzen, kratzfesten Lack geholt und werde diese Teile jetzt schwarz einsprühen und danach will ich hier auch von unserem Garderobenständer die Sachen schwarz einsprühen. Aber ich werde erstmal mit dem Brett starten. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag und ja, ich habe Haare gewaschen, wie man sehen kann, ganz schön platt. Und ich wollte euch auch noch mal hier die Aktion zeigen. Ich habe ja jetzt hier diese Haken schwarz gemacht und ich finde, das ist richtig schön geworden. Gut, 1, 2 nicht so schön. Da sah man noch so ein bisschen Silber. Die habe ich jetzt hier nach hinten getan, aber das sieht man halt nicht. Zeigt nach da steht eh keiner. Weil ich keinen Nerv hatte, die nochmal anzusprühen. Und jetzt will ich hiervon noch diese Teile auch noch schwarz machen. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, ich muss den dann auseinanderbauen. Und dann ist noch ein Paket bekommen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich, ja, I don't know, ich habe gerade irgendwie so einen, I don't know, ich muss gerade irgendwie voll viel in der Bude machen. Und ich hatte ja letzte Woche diesen ganz krassen Rückenvorfall und dann habe ich einfach auch gemerkt, dass ich hier an meinem Homeoffice-Platz ziemlich komisch sitze oft und ungerade und genau, und deswegen habe ich mir einen neuen Schreibtisch bestellt, einen, den man hoch und runter fahren kann. Und dann dachte ich mir so, irgendwie kannst du dich ja auch mal mehr noch bewegen. Ich meine, ihr wisst, ich bewege mich super viel, aber manchmal auch mit der Arbeit. Guck mal, wenn ich morgens anfange zu arbeiten um 8 und ich bin fertig um 16 Uhr, dann ist es dunkel. So. Und ja, dann gehe ich trotzdem noch mal raus oder gehe joggen oder mache oder tu. Aber manchmal bin ich dann auch echt so ein bisschen unmotiviert. Und deswegen habe ich gedacht, hey, es gibt doch solche Walking Pads. Das sind solche Laufbänder, die kleiner sind. Nicht so groß wie ein großes Laufband. Und auf denen kann man mehr nur laufen, schnell laufen, leichtes Rennen. Und warum habe ich nicht so eins? Weil die sind auch leicht verstaubar. Und dann kann ich während meiner Arbeitszeit, wenn der Schreibtisch zum Beispiel hochgefahren ist, kann ich einfach schon mal eine halbe Stunde laufen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt auch einen mitbestellt und ich brauchte auch einen neuen Schreibtischstuhl, weil meiner ist kaputt gegangen. Der lässt sich nicht mehr Höhen verstellen, schon seit Monaten. Und genau, und jetzt ist gerade das Laufband angekommen. For Christ
Also ehrlich gesagt bin ich gerade so ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das jetzt alles stellen soll. Ich weiß nicht, ob der Container lieber auf die Seite soll. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich besser. Ich wollte es nämlich erst hierhin tun, aber ich merke, ich glaube, da finde ich es doch besser. Das ist der Helma-Container von Ikea. Ich habe mich für den entschieden, weil der war halt schmaler als die anderen, nicht so breit. Und gut, der ist halt aus Metall, aber der Aufbau war okay. Bisschen komisch, so Metallsachen zusammenzubauen, aber es hat geklappt. Naja, auf jeden Fall weiß ich nicht, wie ich hier die Kabellage jetzt machen soll. Tada! Und das ist mein neuer Arbeitsbereich. Ich habe jetzt hier schon mal so alles aufgebaut, wie es jetzt ist oder wie es auch bleibt. Das ist jetzt mein neuer Schreibtisch. Den kann man jetzt hoch und runter fahren. Man kann hier halt auch dann seine Wunschhöhe immer einspeichern. Das heißt, ich drücke dann einfach drauf und dann fährt er automatisch wieder auf die Höhe. Also ich muss das auch nicht immer hoch und runter machen. Es ist halt so, wenn ich jetzt ans Optische gehe, ist der Tisch natürlich nicht so schön wie der von Ikea, finde ich halt. Ne? Die Platte kommt hier in 2 Teilen, deswegen hat man hier diesen Strich, der aber sonst nicht stört. Aber für diesen Preis so einen höhenverstellenden Tisch, der Zusammenbau war echt leicht und die Qualität, finde ich, ist sehr, sehr gut. Auch die Beine sind aus Metall. Und so schaut es da drunter aus. Ich habe mir dann jetzt noch von Amazon so einen Kabelkorb bestellt, weil ich nicht wollte, dass das auf dem Boden steht und das sieht man ja sonst nicht. Zusätzlich habe ich dann hier auch noch mal so einen Kabelversteckbinder geholt. Aber generell finde ich es eigentlich ziemlich aufgeräumt und das Gute ist, man sieht es halt nicht. Ne? Also es fällt halt nicht aus. Ich finde es ganz schlimm, wenn man so einen Kabelsalat sieht. Und das geht dann hier noch rein zu meinem Laptop. Den muss ich natürlich immer rausnehmen, wenn ich dann mal ins Büro fahre. Das kennt ihr ja noch, das bleibt auch so stehen. Das Gute ist, wenn ich den Tisch ganz hochgefahren habe, kann ich den Monitor einfach so ein bisschen kippen. Ich mache den dann auch einfach ganz nach oben, kipp den und dann gucke ich sogar ergonomisch richtig drauf. Also ich dachte immer, ich müsste den dann jetzt hochheben und auf den Tisch platzieren, aber das brauche ich noch nicht mal. Also das ist auch ein Vorteil. Und klar, der Tisch hatte jetzt keine Schubladen mehr. Deswegen habe ich mir jetzt hier diesen Container geholt. Der ist halt von Ikea. Die Griffe habe ich selber schwarz lackiert. Aber hier diese Fächer von dem anderen Schreibtisch, die könnte ich dafür sogar verwenden. Ich habe da auch noch Platz. Also hier ist ein bisschen leer. Hier auch. Also ja. Ja, und dann kommen wir zu auch einem Grund, warum ich das auch gemacht habe, ist meinem Walking Pad. Genau, ich habe mir nämlich, wollte unbedingt ein Laufband für zu Hause haben. Und das ist ein sogenanntes Walking Pad. Das ist ein Mini-Laufband. Es ist jetzt nicht fürs Joggen gegangen, nachts. Also man kann zwar leicht drauf joggen in der höchsten Stufe, aber generell ist es halt eher zum Walken oder zum Schnellgehen. Und das heißt, ich kann halt sogar auch mit Kunden telefonieren und man hört das nicht. Also ich hatte mal testweise meine Mutter angerufen und gefragt, ob man das hört. Es ist auch sehr leise, man hört es schon im Raum. Also es ist jetzt nicht komplett leise, man hört es schon. Aber man hört es jetzt nicht durchs Telefon. Ja, und das Tolle ist halt, es ist zwar ein bisschen schwer, aber es lässt sich super leicht verstauen. Das heißt, ich stelle das dann hier in meine Ecke, wo mein Wäscheständer auch ist und mein Bügelbrett. Und da passt es perfekt rein. Also es steht auch nicht im Raum rum, also es ist wirklich top. Und da gibt es auch immer Rabattcodes. Ich habe euch das natürlich alles unten verlinkt. Also wie schon gesagt, das Pad und der Tisch ist von Amazon. Genauso wie diese Schutzhülle habe ich von Amazon. Und diese Kabelverstecker. Und dann habe ich mir auch noch einen neuen Schreibtischstuhl geholt. Der sieht halt sehr aus wie mein alter. Also ich mag halt diese Schwarz-Weiß-Optik. Hat aber jetzt noch eine Kopfstütze, was ich sehr angenehm finde. Der sitzt sich halt auch richtig gut. Und vor allem kann ich den Höhen verstellen, weil der andere war halt kaputt. Ich konnte den nicht mehr hoch und runter fahren.
Und ja, und das ist so jetzt mein neuer Arbeitsplatz und ich bin sehr happy. Es war jetzt einfach irgendwie eine spontane Entscheidung, aber es hat auch diesmal alles gepasst. Es war alles richtig gemessen. Und ich habe euch das unten alles markiert. Ich habe das alles von meinem eigenen Geld gekauft, also nichts gesponsert. Und I'm happy. So, wir haben abends und ich habe mich jetzt fertig gemacht, denn ich gehe heute auf einen Geburtstag. Das ist mein Outfit und ich mag meinen Look heute. Ich finde es richtig schön geworden. Dann wollte heute eigentlich jemand kommen und den Schreibtisch abholen über Kleinanzeigen. Das hat natürlich nicht geklappt. Ich hasse das, wenn Leute sagen, ja, sie kommen dann und dann kommen sie nicht. Und dann schrieb er irgendwie eine Stunde später, er würde jetzt erst losfahren. Und dann schrieb er wieder, ja, ich hätte einen Unfall. Ja, natürlich. Ja, aber ich werde auch noch jemand anderes für den anderen Schreibtisch finden. Ja, und ansonsten liebe ich mein Outfit. Juhu. Sehr nice. Catwoman. Hallo, wir haben den nächsten Tag und ja, wir haben auch jetzt schon wieder abends und mein neuer Arbeitsplatz ist jetzt fertig und ich finde es super schön. Es ist vielleicht optisch nicht so schön wie vorher, wenn man das sagen kann, aber es ist ein viel schönerer Arbeitsplatz. Das heißt, es ist viel praktischer für mich, viel angenehmer für mich. Ja, und ansonsten wird heute nicht mehr viel passieren. Ich werde jetzt muss noch ein paar Sachen hier am PC erledigen und dann werde ich mir was zu essen machen. Und ja, und dann ist morgen Dienstag. Wir haben eine Woche vor Weihnachten. Die Zeit ist so schnell rumgegangen geführt. Morgen hat meine Mama Geburtstag. Freue ich mich sehr drauf. Sie kriegt morgen ein richtig tolles Geschenk. Ich kann es auch schon sagen, ich schenke ihr eine Apple Watch. Die hat sie sich schon sehr lange gewünscht und ich bin sehr gespannt auf ihr Gesicht morgen, wie sie sich darüber freuen wird. Allgemein hatten auch noch Leute gefragt, wie es ihr nach der Linsen-OP geht. Ihr geht sehr gut. Es ist, am Anfang war es so ein bisschen, ja, also sie hatte ja die erste OP Anfang November und das zweite Auge wurde erst jetzt vor 1,5 Wochen gemacht. Und diese Zwischenzeit mit einem super schlechten Auge und einem guten Auge, die war halt nicht so toll. Und jetzt, wo sie aber die zweite OP hat, ist alles tipptopp. Sie kann halt wirklich alles sehen. Klar, es ist noch nicht 100% das neue Auge, aber seitdem das andere Auge jetzt gemacht hat, sieht das vorherige Auge, ist da alles tipptopp. Und sie braucht keine Brille mehr, sie kann lesen, in Mitte, nah, fern. Und meine Mama hat halt fast ihr Leben lang eine Brille gebraucht. Und plötzlich mit 60, sie wird nämlich morgen 60, brauchst du keine Brille mehr. Was für ein tolles Geschenk ihr Gott da gemacht hat. Ich freue mich wirklich so sehr für sie. So sehr. Und ja, also das nur noch mal dazu. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Hallo, da bin ich wieder. Es ist ein paar Tage später. Ja, wir haben kurz vor Weihnachten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr gevloggt, denn mir ging es die letzten Tage nicht so gut. Ich würde sagen, ich war krank. Ich weiß nicht, was es war, aber es war auf jeden Fall was. Ich hatte ganz komische Symptome von Schüttelfrost, Übelkeit, konnte nicht schlafen und es war wirklich nicht schön. I don't know, was es war. Es war aber ganz weird. So, es ist ganz früh am Morgen und ich bin auf dem Weg zum Nägel machen. Also so früh war ich da auch noch nie da, aber ich will das so schnell hinter mich bringen. Und dann ja, fahre ich wieder nach Hause und ruhe mich weiter aus. Bloß ich dachte, ich mache das jetzt schnell heute noch, weil, ja, wie schon gesagt, wir haben kurz vor Weihnachten und sonst hätte ich keine Zeit mehr dafür. Und ansonsten muss ich dann halt auch noch einkaufen für Weihnachten. Ich muss das Auto nochmal sauber machen. Ich mag das halt immer, wenn das Auto dann sauber ist und alles perfekt für Weihnachten, nicht nur die Wohnung.
Außerdem habe ich, also wir haben jetzt fast Weihnachten, wir haben jetzt bald Weihnachten und eigentlich ist es jetzt sozusagen dann auch bald schon leider wieder vorbei und die Zeit ging so schnell rum und es ist so traurig irgendwie. Ich habe ja auch das beschlossen, dass dieses Video länger gehen wird. Also dieses Video wird jetzt nicht am 4. Advent online gehen, sondern dieses Video geht am, wann geht es online? Am ersten Weihnachtsfeiertag, weil ich würde gerne nochmal den 24. mitvloggen. Deswegen ist es auch für mich nicht ganz so schlimm, dass ich jetzt nicht die letzten Tage nicht vloggen konnte. Aber ich würde gerne mal Heiligabend auch ein bisschen mit in den Vlog einbauen. Das habe ich so noch nie gemacht. Und deswegen ja, habe ich beschlossen, dass der am ersten Weihnachtsfeiertag online geht, der Vlog. Auf jeden Fall will ich dann heute noch mal kurz auch beim Weihnachtsmarkt vorbeischauen, weil ich möchte gerne so einen Adventsstern haben, aber so einen kleinen in Rot. Den brauche ich aber mit einem USB-Stecker. Und die gibt es halt irgendwie nur auf dem Weihnachtsmarkt oder ich kann es halt im Internet bestellen, aber dann kostet es mich irgendwie nochmal 6 Euro Versand. Deswegen gehe ich jetzt heute dann noch kurz zum Weihnachtsmarkt. Ich muss mal gucken, wann der aufmacht. Das sind so meine Pläne. Aber jetzt erstmal Nägel machen. Oh, mein schön blauer Himmel, die Sonne kommt raus. Ich raste aus und der Mond ist schön. So schauen sie gerade aus. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Ich möchte, glaube ich, mit schmalem French machen wieder. Jetzt hatte ich so ein Ombre, aber ich glaube jetzt vor Weihnachten wäre das ganz cute. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich rot mache, aber bei mir ist so mit Farbe, ich weiß nicht, ob ich das so einen Monat aushalte. Deswegen werde ich wahrscheinlich das French machen. So, meine Nägel sind fertig und sie sind richtig schön geworden. So sehen sie aus. Einfach dieses French, den schmal. Aber das wird wieder so teuer. Irgendwie gefühlt sagt er mir auch jedes Mal einen anderen Preis. Entweder ich zahle 40, 42 und jetzt musste ich 44 zahlen. Also komisch jedes Mal. So, ich bin jetzt in meinem Lieblingsklamottenladen. Wir kennen ihn alle. Und ich suche irgendwie doch noch ein Outfit für Weihnachten oder auch für Silvester. Eigentlich wollte ich mir nichts kaufen, aber ich bin jetzt hier nochmal reingegangen und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben echt coole Sachen. Und vor allem diesen Jumpsuit, den hatte ich vor ein paar Monaten, glaube ich, schon mal anprobiert und da war der noch richtig teuer und jetzt ist der auf 15 Euro reduziert. Und ich finde ihn richtig schön. Ich liebe Jumpsuits, weil er halt auch einen goldenen Verschluss hat. Und ich hoffe, dass er passt, weil dann muss ich ihn leider mitnehmen. Das der jetzt sind 40, aber ich glaube 38 ist wahrscheinlich besser. So, ich bin wieder zu Hause und ich wollte euch nochmal den Stern zeigen. Und zwar ist das ein Herrnhuter Stern. Die kann man halt bestellen oder haben wir in Sachsen auch gesehen. Ich glaube, da kommen die auch her. Auf jeden Fall möchte ich den gerne bei mir halt in der Küche hängen haben, weil da habe ich ja eine bunte Lichterkette und ich finde, der Stern passt da super rein. Ich hatte auch welche von Amazon bestellt, die waren jetzt alle nicht so toll und waren halt auch mit Batterie und so. Und der kommt halt hier auch nochmal mit so einer rein drehbaren Zacke.
Dadurch sieht er natürlich nochmal schöner aus. Und das Tolle ist, man kann sich die Anschlüsse aussuchen. Ich habe jetzt ein USB-Kabel genommen, weil ich halt dort auch jetzt so einen Adapter dann habe für USB und für die normale Lichterkette. Und ja, und ich glaube, das Coole ist halt, selbst wenn das mal kaputt gehen sollte, kann man das wechseln. Das heißt, dann kann ich einfach nur ein neues Kabel bestellen. Und das finde ich halt richtig schön. Und wie sagt man? Umweltfreundlich. Guckt mal, das sieht doch schön aus. So, ich wollte euch jetzt nochmal den Stern zeigen. Und ich finde, das passt halt richtig gut zu der bunten Lichterkette. Kann man das so ein bisschen... Ja, voll schön. Ich finde ihn so schön. Sieht aus wie eine kleine Sonne. Und ich wollte euch nochmal die Oberteile zeigen, die ich jetzt mitgenommen habe. Und zwar einmal dieses hier. Ich finde das ganz schön mit dem Rücken. Das war übrigens reduziert, ich glaube, auf 5 € oder so. Ich bin halt überlegen, ob ich das Heiligabend eventuell anziehe. Und dann habe ich mir noch dieses Oberteil mitgenommen. Das fand ich auch total schön. Auch eine Möglichkeit für Heiligabend. Das ist wie so eine Art Weste mit langen Ärmeln. Und die Ärmel sind auch so ausgestellt. Finde ich auch sehr schön. Auch reduziert. Und den Hosenanzug, den habe ich jetzt in der 38 mitgenommen. Weil in 38 saß er am besten. Und I love it. Sehr schön, ich liebe den. So, fast alle Geschenke sind eingepackt. Eins fehlt noch, das ist ein bisschen größer. Das mache ich heute Abend nochmal. Und ja, ich liebe das, wenn die Geschenke so unterm Baum liegen. Ich finde das immer so schön. Und ach ja, ich wollte euch nochmal, hier sieht man ihn ja stehen, ich wollte euch nochmal mein Fazit auch mitteilen zu dem Fischsaugroboter. Ja, da steht er. Das wird sich allerdings noch ändern. Jetzt habe ich halt keinen Platz für meine Pflanze. Die steht nämlich immer eigentlich da, wo der Weihnachtsbaum steht. Aber die muss jetzt gerade hier stehen. Und den Lufter, der wird auch woanders hinkommen. Der stand zwar immer da, aber den stelle ich jetzt dann auch in die andere Ecke.
Ich kann da jetzt nur gerade nicht hin, weil der Baum steht. Und dann wird der hier noch so ein bisschen rüberwandern. Und das ist dann aber jetzt sein fester Platz. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Und zwar habe ich mich ja für den Dreamy X40 Ultra Complete entschieden. Ich habe euch den natürlich auch unten markiert. Und er saugt richtig gut, auch er wischt richtig gut. Und das war ja auch so einer der Hauptgründe, weswegen ich ihn auch gekauft habe, weil ich halt auch nicht mehr wischen möchte. Und das macht er sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss nichts machen. Ich muss nur Frischwasser nachfüllen, den schmutzigen Wassertank ausleeren. Und natürlich schaue ich mir dann mal an, ob da irgendwie eventuell dann mal ein Haar verknotet ist. Ist aber auch nicht der Fall. Ich muss dazu aber sagen, das ist das Einzige, was ich ein bisschen so schlecht fand für den Preis, dass sie es nicht schaffen, diese Rundbürste oder diese Saugbürste reinzutun, die die Haare so zerschneidet. Das fand ich ein bisschen dreist, also die habe ich mir extra dazu bestellt. Und ich habe die allerdings bei AliExpress bestellt, weil ich jetzt keine Lust hatte, 50 € dafür noch zu bezahlen. Da sind natürlich auch normale Rollen mit dabei, die waren auch gut, aber an den Seiten haben sich so ein bisschen die Haare doch verfangen. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt diese habe, die diese Haare zerschneidet. Und ansonsten muss man eigentlich nichts machen. Also es ist eine wirkliche Erleichterung und ich putze dann nebenbei die Badezimmer oder die Küche und währenddessen wird gesaugt und danach gewischt, auch hier unterm Sofa, wo ich ja sonst eigentlich nicht so oft dann hingekommen bin, vielleicht außer einmal im Jahr, wenn ich dann den Großputz gemacht habe. Er reinigt sich auch selber, er trocknet seine Wischmops und es ist eigentlich alles sauber, klar. Wie schon gesagt, ich schaue ihn mir dann ab und zu mal an, ob irgendwie was verhakt ist oder so, oder wischt den Roboter selber dann auch nochmal ab, aber ansonsten muss man wirklich nicht viel machen und es ist wirklich eine Erleichterung und es ist so eine Erleichterung, dass ich sogar meinen Nasswischsauger verkauft habe. Und ja, und das ist auf jeden Fall mein Fazit zu dem Wischsaugroboter. So, ich bin gerade am Weihnachtsoutfit anprobieren und das ist das erste Outfit. Ich glaube, das ziehe ich Heiligabend an. Wie findet ihr das? Ich finde das ganz schön. Auch witzig, dass ich euch frage und ihr könnt mir gar nicht antworten. Aber ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute den 24. Dezember. Für mich der schönste Tag im Jahr. Und ich freue mich sehr darauf, heute Heiligabend feiern zu können. Ich bin schon eigentlich wieder, naja, früh würde ich nicht sagen. Ich bin jetzt seit 7:30 wach und war jetzt auch noch eine halbe Stunde auf dem Laufband hier. Habe jetzt noch ein bisschen die Küche aufgeräumt und mache mich jetzt fertig. Und ich werde mir jetzt erstmal gleich das hier gönnen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, hänge ich doch ein bisschen gut durch, obwohl ich ziemlich gut geschlafen habe und noch lange. Ich habe ja gestern noch Kevin allein zu Hause geguckt und noch ein bisschen diesen Vlog geschnitten. Und nebenbei drehe ich auch noch ein Reel für Instagram und das ist immer dann manchmal alles ein bisschen viel. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal fertig. So, Make-up ist fertig und ich fühle mein Make-up. Natürlich muss man immer ein bisschen Glitzer machen am Heiligabend und ja, ich ziehe mich jetzt an und dann werde ich auch schon bald losfahren zu meinen Eltern. Ich muss aber noch ein Foto heute machen
Weihnachtsfoto natürlich. Und ich liebe einfach Weihnachten so sehr. Ich bin Gott so dankbar. Ich hatte auch heute eine richtig schöne Gebetszeit. Und für mich als Christin hat natürlich Weihnachten auch noch eine ganz besondere Bedeutung. Einfach, dass wir uns daran erinnern, dass Gott auf die Welt gekommen ist als Mensch und für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und diesem Wunder gedenken wir heute. Halleluja. So, ich bin auf dem Weg zu meinen Eltern und eigentlich läuft jeder heilige Abend bei mir gleich. Wir stehen morgens auf, dann verbringe ich Zeit im Gebet. Also gut, das tue ich ja meistens jeden Tag, aber ja, und dann mache ich vielleicht noch Sport oder ich mache noch den Kartoffelsalat fertig. Und dann mache ich mich schick, schon für heute Abend, und fahre jetzt zu meinen Eltern. Ich meine, meine Eltern wohnen ja jetzt auch in Hannover, also nicht so weit weg. Das ist jetzt nicht so eine lange Strecke. Aber ich freue mich. Und dann frühstücken wir jetzt gleich zusammen. Und genau, quatschen dann. Und dann fahren wir heute Nachmittag zum Gottesdienst. Und ich freue mich, wir fahren heute in die Gemeinde, wo mir auch Jesus begegnet ist. Wo wir die letzten Jahre nicht mehr hingegangen sind, aber heute gehen wir auf jeden Fall wieder hin. Und da freue ich mich drauf, weil es irgendwie auch so, ja, ich finde manchmal so diese Rituale total schön. Ich liebe halt diese Rituale an Weihnachten. Und wir waren schon lange nicht mehr dort in der Gemeinde. Und ich finde gerade die Weihnachtsgottesdienste sind immer super, super schön da. Deswegen freue ich mich total drauf. Und ja, und jetzt höre ich noch ein bisschen Weihnachtsmusik. So, ich bin auf jeden Fall gut bei meinen Eltern angekommen und ich habe mir jetzt hier von meinem Bruder seine Jacke geliehen, weil ich jetzt noch mal eine ganz kleine Runde spazieren gehe. Es ist echt so schön, das Wetter draußen, und ich würde gerne noch mal kurz um den Block gehen, bevor wir jetzt gleich in die Kirche fahren. Und ich freue mich schon so auf den Gottesdienst und das Wetter ist wirklich heute traumhaft. Gut, das sind jetzt nicht so die passendsten Schuhe zum Spazierengehen, aber ich gehe nur eine kleine Runde. Ach, da war aber jemand kreativ, zweimal das Gleiche. Ja, aber
nicht mehr gewöhnt. Stimmt. Ja, ihr süßen Mäuse, ich würde jetzt dann hier den Vlog beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Vlogmas 2024 hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und ich finde es total schön, dass ich euch dieses Jahr auch nochmal am Heiligen Abend so ein bisschen mitnehmen durfte und konnte. Für mich ist das ja immer der schönste Tag des Jahres. Ich freue mich immer so sehr darauf, wenn wir den Geburtstag von Jesus feiern können. Und wir hatten wirklich ein wunderschönes Weihnachten. Das war wirklich so schön dieses Jahr mit meiner Familie. Und wir hatten eine echt wunderschöne, gesegnete Zeit. Und allgemein, die Weihnachtszeit war sehr schön, auch wenn ich finde, dass sie viel zu schnell vorbei ist. Und gerade dieser Abend heute ist immer so speziell für mich. Also ich bin ja auch gerade nach Hause gefahren mit dem Auto und das ist so eine ganz besondere Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr das ausfühlt, aber ich fühle das auf jeden Fall. Und ja, und jetzt heißt es wieder ein Jahr warten. Und ich hoffe auch, dass ihr wunderschöne Weihnachtstage habt mit euren Liebsten. Eine wunderschöne, erholsame, familiäre Zeit. Und ja, und danke auch an alle, die eventuell heute arbeiten mussten oder so. An euch denke ich natürlich auch. Und ja, im nächsten Jahr geht's weiter. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Ich brauche jetzt einfach mal eine kleine Pause. Es war wirklich sehr viel, aber es hat so viel Spaß gemacht und ich habe es wirklich sehr genossen. Ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch. Kommt gut rein und wir sehen uns dann frisch und erholt in 2025. Und vielen Dank nochmal für euren ganzen Support und eure ganze Liebe und Kommentare und Likes. Darüber freue ich mich immer sehr. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch, wenn ich das noch nicht habe. Und wir sehen uns im nächsten Jahr. Frisch und erholt. Bis dann. Ja?